Weißt du, wo Isabel sein könnte? Hat sie sich etwa immer noch nicht gemeldet? Das gibt's doch gar nicht. Wenn sie sich meldet, die sagt mir Bescheid, ja. Bin ich jetzt wieder an allem schuld? Ich hatte dich nur gebeten, Felix gegenüber etwas zurückhaltender zu sein. Im Gegensatz zu dir kümmere ich mich wenigstens um die Kinder. Als ob ich das nicht tun würde. Oh doch, immer wenn die Stimmung gut ist. Aber wenn nur so ein klitzekleines Problem auftaucht, dann löst du dich doch in Luft auf. Wir wollten noch auf unseren Erfolg anstoßen, du und ich. Ach ja, natürlich. Wenn ich geahnt hätte, dass du dich dafür so in Schale wirfst. Henning, das ist mir jetzt sehr peinlich, aber ich habe mich für ein Essen mit Sven Beckmann umgezogen. Ein Geschäftsessen? Sven hat mich privat eingeladen. Vergelt's Gott. Vielen Dank, das ist sehr großzügig von Ihnen. Isabel? Marc. Wie geht's dir? Gut, aber was hast du denn da an? Ich habe einen Weg gefunden, meinem Leben einen Sinn zu geben. Als Nonne. Schwester Anna Maria. Ja, Schwester Agnes? Die anderen warten schon. Ich komme gleich. Das Abendgebet fängt gleich an. Ja. Also dann? Wir feiern ein andermal, okay? Ja, klar. Wieso gehst du denn mit dem Essen? Hast du was dagegen? Hallo. Sven. Hallo. Sieht die nicht wieder toll aus? Wollen wir? Gern. Ich bin gespannt, in welches Restaurant wir gehen. Lass dich überraschen. Arbeiten Sie nicht mehr so lange. Was? Nein. Bis morgen. Ja, viel Spaß. Den werden wir bestimmt haben. Möchtest du auch einen? Wir waren uns doch einig, Kathi und Felix in Ruhe zu lassen. Kennst du Franziskas Notendurchschnitt? Ja, wo hat sich Felix um eine Zivildienststelle beworben? Beim Roten Kreuz, glaube ich. Glaubst du? Der Junge ist erwachsen. Der weiß schon, was er macht. Um Franziska? Oh, ich kann mich nicht um alles kümmern. Genau das ist es doch, was du von mir erwartest. Wenn es dir zu viel ist, stellen wir noch jemanden ein. Ich bin durchaus in der Lage, Beinbach, Olmidia und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Das sollte auch kein Vorwurf sein. Und weiß Gott, habe ich auch kein Problem damit, zu den Kindern mal Nein zu sagen. Und hinterher all ihre schlechte Laune auszubaden. Doch du weißt doch, wie schwer es mir fällt, den Kindern einen Wunsch abzuschlagen. Aber genau so hilfst du ihnen nicht, dass sie sich jemals im Leben zurechtfinden werden. Das bringt ihnen nichts, wenn du dich aus allem raushältst. Aber Felix hat darauf bestanden. Bist du derjenige, der ihn tröstet, wenn Kathi ihn sitzen lässt? Ach, Beatrice. Hör einfach auf, mir immer in den Rücken zu fallen. Hier. Vielleicht geht's dir dann schon wieder besser. Danke. Geht schon wieder. Aber du schläfst immer noch nicht so gut, oder? Ich begreife Isabel einfach nicht. Ausgerechnet ins Kloster. Hast du sie überhaupt mal beten sehen? Wenn sie wenigstens irgendwas gesagt hätte. Naja, vielleicht hat sie ja mal Andeutungen in dieser Richtung gemacht und wir haben es nur nicht bemerkt. Hi.
Ich glaube, ich spinne. Sie steht in der Stadt. Als Nonne. Und sie sammelt für die Armen. Sie heißt jetzt Schwester Anna Maria. Das ist doch nicht wahr, oder? Doch. Das ist ihr völliger Ernst. Wir haben es auch gerade erst erfahren. Nee, das glaube ich nicht. Fehlt sonst noch was? Oh ja, Geld und Gold und ein sorgenfreies Leben. Und Gin und Wodka. Ein irgendwas. Ja, klar. Oh, das war aber ein kurzes Date. Wo ist Marie? Sie hat diesem Beckmann den Vorzug gegeben. Geschäftlich oder? Privat. Sonst wäre ich ja wohl nicht hier. Ich wollte gleich noch in den Club, wenn du Lust hast. Sie hätte doch wenigstens was sagen können. Sie konnte ja nicht wissen, dass du sie überraschen willst. Ausgerechnet heute. Ja. Soll sie dich vielleicht vorher um Erlaubnis fragen? Sehr witzig. Ja. Über was regst du dich dann so auf? Was weiß ich? Mein Gott, sie ist mit ihm essen gegangen. Soll ich das gut finden? Ja, klar. Sie hat zu wenig Privatleben und so kommt sie wenigstens mal aus ihrem Label raus. Also was ist, kommst du jetzt mit oder nicht? Also eigentlich solltest du dich für Marie freuen. Franziska, Papa, was machst du denn schon wieder hier? ich arbeite. Hab's schon kapiert. So war das nicht gemeint. Ich würde gerne mehr Anteil nehmen an deinem Leben. Aber ich wollte doch nur Fernsehen. Franziska, ich habe immer sehr viel zu tun und nur selten Zeit für euch. Aber das macht doch nichts. Mama ist ja auch noch da. Ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns mal in aller Ruhe. Ich will dich aber nicht von deiner Arbeit abhalten. Das weiß ich doch. Trotzdem würde es mich interessieren, wie es in der Schule läuft. Wozu denn das? Wenn sonst nichts anliegt. Wir reden später. Und? Hat sie sich wieder eingekriegt? Sie hatte allen Grund, sich Sorgen zu machen. Oh, sie muss dir ja sehr zugesetzt haben, dass du sie jetzt so verteidigst. Beatrice hat nur ihre Gründe dargelegt. Klar. Aber im Gegensatz zu dir versucht sie mich ständig zu bevormunden. Sie macht sich einfach nur Sorgen um dich. Bleib du mal lieber ganz locker. Das steht dir viel besser. Isabelle ist im Kloster. Witzig, was? Ja, tut mir leid, aber Isabelle im Kloster? Ja dann, auf Isabelle. Auf Schwester Anna Maria. Weißt du, warum sie das gemacht hat? Keine Ahnung. Ich schätze einfach mal, dass die letzte Zeit ziemlich hart für sie war. Ah, du bist auch nicht gerade sanft mit ihr umgesprungen. Ja. Am Ende war ich echt wie vernagelt, ne? Ich hab gedacht, die hat einen neuen Freund. Ja, den hat sie ja jetzt auch. Und gegen ihn hast du sowieso keine Chance. Doch der Kreis der Sieger lichtete sich. Leistungsträger mussten. Du bist noch auf? Ja. Ich habe gedacht, wir könnten noch auf unseren gemeinsamen Erfolg anstoßen. Offensichtlich habt ihr andere Pläne. Wir wollten noch einen Drink nehmen. Das geht doch in Ordnung. Ja. Ja, natürlich. Sie mögen doch Champagner. Ja, am liebsten in großer Runde.
Und? In welchem Restaurant waren Sie? Zuerst waren wir in einer kleinen Bar und einem Schneiders. Ach, was für ein Zufall. Wären wir uns um ein Haar begegnet. Was für ein Zufall. Gehen Sie öfters ins Schneiders? Ja, hin und wieder. Komisch. Sie sind mir da noch nie aufgefallen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ist Papa schon weg? Schon ist gut. Ich weiß selbst, dass ich verschlafen habe. Dann würde ich mich an deiner Stelle jetzt ein bisschen beeilen. Du verpasst gleich den Bus. Kannst du mich nicht fahren? Tut mir leid, Liebes, ich hab zu tun. Und unser Chauffeur? Der ist unterwegs. Das frage ich auch. Warte. Hier, fürs Taxi. Cooler Einfall, danke. Aber das nächste Mal... Alles klar. Guten Morgen. Deine Tochter hat es aber eilig. Sie muss in die Schule. Was ich dich fragen wollte. Ja. Die Agentur, die du für All Media engagiert hast, soll sehr gut sein. Ich habe nämlich auch schon überlegt, die Internetseite von Nina Claris neu zu gestalten. Schön. Du musst mir unbedingt die Adresse deines Screen Designers geben. Selbstverständlich. Wo du mir doch so bei Kathi geholfen hast. Dank deiner Halbwahrheiten habe ich mich von meiner ganzen Familie blamiert. Aber Kathi war wirklich mit Mark Roloff im Bett. Und Felix wusste bereits davon. Er hat ihr verziehen. Das nächste Mal höre ich genauer hin. Bitte verschon mich. Du willst Felix in sein Unglück rennen lassen? Der Junge hat mich gebeten, mich da nicht einzumischen. Also tue ich ihm den Gefallen. Wir sollten uns auf jeden Fall die Option offen halten, die Band auch bei anderen Sendern auftreten zu lassen. Das habe ich mit Sven gestern Abend auch besprochen. Ach, na dann. Er hat sehr gute Ideen. Ja? Was denn? Wir sollten landesweit für den Band-Contest werben. Das ist doch die ganze Zeit meine Rede. Ja, aber mit Svens Hilfe hat die ganze Sache Hand und Fuß. Er kennt sehr viele wichtige Leute. Herr Beckmann hat den neuen Vertrag gefaxt. Danke, Daniel. Auf wen es wirklich verlassen. Darf ich auch mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Obwohl wir uns schon einig sind. Es war klar, dass der zweite Absatz so nicht bleiben kann. Aber das hat Sven auch eingesehen. Wie nett von Sven. Henning, was ist eigentlich los? Nichts. Du hast gestern Abend schon die ganze Zeit versucht, ihn auflaufen zu lassen. Ach. Dein Verhalten ist wirklich albern. Albern? Ich versuche lediglich, unser gemeinsames Projekt erfolgreich durchzuziehen. Sonst nichts. Ich weiß auch nicht. Isabel war wie immer. Sag mal, in was für einer WG wohnst du eigentlich? 5 Leute wohnen unter einem Dach und keiner weiß, was der andere tut? Sei doch mal die Füßchen still. Hey, wenn ihr euch ein bisschen früher um sie gekümmert hättet, dann wäre sie auch nicht auf so eine bekloppte Idee gekommen. Du machst das ja wieder sehr bequem. Sie hat mich verlassen, nicht ich sie. Trotzdem hättest du doch ganz normal mit ihr umgehen können. Aber das hast du ja nicht mal versucht. Jetzt bin ich noch schuld, dass sie im Kloster ist? Ja, ganz unschuldig bist du an der Sache nicht. Und warum ist sie dann nicht noch früher gegangen? Hä? Weil sie gedacht hat, du gibst eurer Sache noch mal eine Chance. Bitte hör auf mit diesem Blödsinn. Sie ist ja extra noch mal zu dir gekommen, aber dann... Aber dann, was? Dann hat sie dich mit Kathi im Bett gesehen. Wie war's in der Schule? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, aber eigentlich ist das Mamas Text. Alles klar bei euch? Na dann. Wenn du mal ein Problem hast, du kannst immer zu mir kommen. Nicht nur am Wochenende. Okay. Ach so, nächstes Wochenende bin ich nicht da. Und wo bist du? In Paris. So, in Paris? Ich will da zu so einer Modenschau. Kannst du mir nicht vielleicht einen Flug über deine Firma buchen? Ach, bitte, Papst. Du kannst auch das Hotel für mich aussuchen. Kommt nicht in Frage. Du bist zu jung.
Und wenn ich Alexa mitnehme? Auch dann nicht. Ach komm. Aber sonst bist du doch auch nicht so. Ich habe Nein gesagt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Lass uns einen Deal machen. Wenn du es schaffst, 4 Wochen pünktlich zur Schule zu gehen. wenn du das fertig bringst, dann fahren wir anschließend alle nach Paris. Und dann könnt ihr beide ausgiebig shoppen. Hört sich hart, aber fair an. Einverstanden. Was gibt's? Wir sollten den Vertrag mit dem Sender so bald wie möglich unterschreiben. Aha. Reicht es nicht, wenn du das mit Sven alleine tust? Was du privat von Sven hältst, ist mir völlig egal. Aber wenn wir geschäftlich mit ihm... Keine Angst. Ich kann mich benehmen. Hi, Henning. Hallo. Wie ist der denn drauf? Er ist sauer, weil ich mit Sven ausgegangen bin. Ah, dieser Musikredakteur. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt. Und Henning ist eifersüchtig. Unsinn. Wie soll er denn eifersüchtig sein, wenn er gar nicht an mir interessiert ist? Auch wieder wahr. Vermutlich hat er Angst, dass ich nicht mehr für ihn da sein kann. Stell dir vor, du hast einen Freund, mit dem du alles machst. Musik hören, Partys feiern. Aber plötzlich hat er keine Zeit mehr, weil er eine feste Freundin hat. Ja und? Ist das jetzt was Ernstes mit dir und Sven, oder? Wir waren einmal zusammen essen. Jetzt nimm bloß keine übertriebene Rücksicht auf Henning. Sonst bist du in 100 Jahren noch solo. So weit werde ich es noch kommen lassen. Henning und ich sind nur Geschäftspartner und gute Freunde. Mehr nicht. Ja, Isabel liebt dich. Das ist so sicher wie das Arm in der... Naja, sonst hätte sie ja nicht so verletzt. Kathi und ich sind doch nur befreundet. Oh, ist aber eine enge Freundschaft, wenn ihr gleich in die Kiste hüpft. Das Thema ist durch. Ja, das sieht für Isabelle aber ein bisschen anders aus. Kathi ist mit Felix zusammen. Sie sind glücklich und verliebt. Fertig. Und warum habt ihr es dann nicht lassen können? Weil das vorher war. Aha. Du hättest vorher zu mir kommen müssen. Echt. Sobald man den Namen Isabel nur erwähnt hat, bist du schon ausgerastet. Ja, weil ich... Ja, los, jetzt sag endlich, was Sache ist. Warum bist du denn nicht früher gekommen? Das wollte Isabel nicht und ich hab's ihr fest versprochen. Aber doch nicht in so einer Situation. Jetzt lenk doch nicht ab. Wenn sie dir wirklich noch was bedeutet, dann unternimm endlich was. Ja klar, ich gehe zu einer Nonne und sag ihr, dass ich... Nee. Ja, wenn du sie wirklich noch liebst. Du bist der Einzige, der sie jetzt noch zur Vernunft bringen kann. Dankend an. Mit freundlichen Grüßen, Beatrice von Weinbach. Ach, Felix, ich verstehe ja, dass du wütend bist. Hast du den Duden gesehen? Ist wütend nicht das richtige Wort? Was willst du? Kathi ist eine Frau, die weiß, was sie will. Ja, das schätze ich auch an ihr. Aber gleichzeitig macht es mir Sorgen. Gefühlstechnisch zieht sie mich ja nicht über den Tisch. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Sonst hätte sie dir ja nicht von ihrem Seitensprung erzählt. Ich war vielleicht ein bisschen heftig. Ich habe mir überlegt, dass das nicht wieder vorkommt, halte ich mich in Zukunft zurück. Du meinst raus? Zurück. Sollte sie dir wieder erwarten doch wehtun, dann bekommt diese Dame es mit mir zu tun. Und dann verbitte ich mir jegliche Einmischung. Du bist vielleicht abgedreht. Ich fasse das mal als Kompliment auf. Paps? Wie ich sehe, hast du dich mit Felix wieder vertragen. Dir entgeht aber auch nichts. Oh, was müsste ich denn tun, damit du mir verzeihst? Lass dir was einfallen. Franziska Paris zu verbieten, ist mir nicht leicht gefallen. Tja, das glaube ich dir. Wir könnten ja ab sofort abwechselnd den Buhmann spielen. Das würde die Kinder bestimmt verwirren. Weil wir nicht mehr so leicht zu durchschauen wären. Der Gedanke könnte mir gefallen. Hast du heute Abend schon was vor? Essen mit den Kindern. Die beiden kommen auch mal eine Nacht ohne uns zurecht. Eine Nacht? In Paris. Erst in die Opera Nationale. Und dann?
ist jetzt wieder alles klar zwischen uns. Auf das Label. Und darauf, dass wir endlich die Zeit finden, auf unseren Erfolg anzustoßen. Schon komisch, wie das manchmal läuft. Vor 2 Wochen habe ich noch gedacht, die Welt geht unter. Weil du es unbedingt alles allein schaffen wolltest. Hätte ich auch, wenn Susan Jones nicht krank geworden wäre. Geh nicht dran. Was ist, wenn es was Wichtiges ist? Dann ruft der oder diejenige auch noch mal an. Dann kann ich auch hingehen. Weinbach? Sven? Im Moment nicht. Aber du kannst mich später abholen. Sagen wir so um... Was sollte das denn jetzt? Ich möchte bitte zu Schwester Anna-Maria. Das geht nicht. Schwester Anna-Maria ist Novizin. Ja, und? Zurzeit darf sie keinen Besuch empfangen. Wann darf sie denn wieder Besuch empfangen? In einem Jahr. Nee. So lange kann ich unmöglich warten. Üben Sie sich in Geduld. Sie haben keine andere Wahl. Schwester, bitte. Nur 1 Minute. Es ist wirklich wichtig. Oh Gott. Ohne mich wäre sie doch gar nicht hier. Dann sind Sie Mark? Ja. Isabel. Was machst du hier? Mein Entschluss steht fest. Mein Gott, das ist doch Wahnsinn. Behalte mich einfach in guter Erinnerung. Bitte. Hör mir doch nur kurz zu. Von jetzt an gehen wir getrennte Wege. Das ist besser so für uns beide. Isabel. Kannst du mir mal erklären, was das eben sollte? Ich hab doch gesagt, geh nicht ran. Also wann ich telefoniere und mit wem, ist ja wohl immer noch meine Sache. Ich hab gesagt, geh nicht ran. Worum geht's hier eigentlich? Doch wohl darum, dass du ein Problem mit Sven hast, oder? Ich hab gesagt, geh nicht ran. Henning, wenn du nicht sofort aufhörst, so kindisch zu sein, werde ich echt sauer. Ich mag ihn nämlich. Ich hab gesagt, geh nicht ran.